Diese Zeit des Wandels mit ihren krassen Energien ermöglicht es uns nicht nur aus unserer Verpuppung herauszukommen, sie schreit direkt danach, in unser wahres Seelenselbst zu gelangen. Warum verstecken wir uns oft dennoch? Was macht diese Maskerade mit uns? Und wie gelangen wir in unseren wahrhaftigen Selbstausdruck, in die Selbstliebe, in unser Ich bin? In ihrem Chanson von 1980, Theater, Theater, beschreibt Katja Epstein ziemlich genau das, was wir alle mehr oder weniger häufig tun und getan haben in der Vergangenheit, nämlich wir haben Masken aufgesetzt. Und aus meiner Sicht und Erkenntnis haben wir diese Masken ganz oft deswegen aufgesetzt, weil unser Umfeld es irgendwie so erforderte, weil wir es schon von Kindesbeinen an gelernt haben, uns hinter Masken zu verstecken, um geliebt und angenommen zu werden von unseren Erziehern und den Personen, die in unserem nahen Umfeld waren. Wir alle in unserem Menschsein haben zum einen das tiefe Bedürfnis nach Zugehörigkeit, und das erfordert Anpassung, und zum anderen natürlich das Bedürfnis nach Individualität, individuellem Ausdruck. In meinen Videos auf diesem Kanal habe ich schon oft das Bild der Salzkristalllampe bemüht. In der Mitte die leuchtende Lampe, das ist dein wahres Seelenselbst. Und drumherum, der Salzkristall, ist all das, was dein Ego ausmacht, wo auch deine ganzen Glaubensmuster, Glaubenssätze tief verankert drin sind. Und du weißt selbst, wenn du solch einen Salzkristall dir anschaust, an manchen Stellen ist der so dick und undurchlässig, dass dein Seelenselbst gar keine Chance hat zu leuchten. Ich denke, egal, was wir hier als Menschen tun, das Ego löst sich nicht auf. Wir in unserem Menschsein als inkarnierte Seelen werden immer ein Ego haben. Aber da, wo der Salzkristall so undurchlässig ist, haben wir Hinderliches, was es gilt, durchlässiger zu machen. Und das können wir nur, wenn wir unser wahres Seelenselbst in der Tiefe in der Lage sind, zu erkennen. Viele der Persönlichkeitsmodelle, die hier so am Markt nach wie vor gelehrt werden, ich selbst zum Beispiel habe in meinen Coachings und Trainings ganz oft mit dem sicher bekannten DISC-Modell, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, gearbeitet. Auch das beschreibt im Grunde den Salzkristall, unser typisches Verhalten, aber nicht unser wahres Selbst. Dort dürfen wir auf andere Weisen drankommen. Was macht es mit uns, wenn wir bei unserer Maskerade bleiben, wenn wir auf diesem Weg weiter vorangehen? Mal ganz davon abgesehen, dass durch die Energien, die uns aus dem Außen, aus dem Kosmos erreichen, vieles durchsichtiger und klarer machen und wir uns nicht mehr so sehr selbst belügen können und andere auch nicht, macht es uns gegebenenfalls traurig, weil wir innerlich eine tiefe Sehnsucht danach spüren, unser eigentliches Selbst, unser wahres Ich bin zu leben. Es macht uns nicht nur traurig, es kann uns auch in den Burnout stürzen. Und wenn man sich Menschen im Umfeld einfach mal anschaut, die, ja, ich sag mal, die 50 überschritten haben, dann siehst du welche, die haben noch ein Leuchten in den Augen. Da siehst du, die wollen noch was vom Leben. Die sind in ihrer Mitte. Die haben einen inneren Frieden. Die haben in sich Güte und Seelenfrieden gefunden.
Und im Gegensatz dazu andere in dieser Altersgruppe oder auch schon viel eher, wo du das Gefühl hast, naja, ich drück's mal drastisch aus, sie sind in ihrem Körper lebendig begraben. Da ist wie ein Schleier vor den Augen. Da ist das Leuchten verschwunden. Willst du das für dich? Willst du nicht lieber dort raus und am Ende deines schönen Lebens hier auf der Erde sagen, yes, ich habe es gelebt. Ich habe es aus vollen Zügen gelebt, so wie ich es mir, bevor ich inkarniert bin, für dieses Leben vorgenommen habe. Ich habe das Spiel des Lebens wirklich gespielt. Wenn du diesen Weg gehen willst, dich demaskieren sozusagen, in dein wahres Seelen selbst zu kommen und es zum Ausdruck bringen, dann wirst du automatisch innerlich gefestigt im inneren Frieden sein und weniger Angst zumindest haben vor all dem, was im Außen im Moment geschieht. Und dann wirst du wie ein Bollwerk, ein Leuchtfeuer für dein nahes und auch dein weiteres Umfeld. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das gehen? Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Ich selbst habe in den letzten 9 Jahren den vielleicht etwas schwierigen Weg des Selbstcoaching gewählt, mit täglichen Meditationen und täglichem Kontakt zur geistigen Welt, zum Universum, zum höheren Selbst, wie auch immer du es nennen möchtest. Daraus ist mein Büchlein entstanden, wie Selbstcoaching gelingt. Gibt's bei Amazon, verlinke ich hier unten drunter, und am Ende dieses Videos auch eine Anleitung dazu, wie Meditieren geht. Manch einer sagt sich aber, nö, das schaffe ich so nicht. Ich sehe ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich brauche jemanden, der mich aus dem Wald herausführt, unterstützt, an die Hand nimmt. Und jetzt kommt eine Empfehlung von meiner Seite, keine bezahlte Werbung, das sage ich ausdrücklich dazu. Ich möchte dir empfehlen, falls du im Raum Dresden zu Hause bist, die Unterstützung von Petra Gehlen in Anspruch zu nehmen, die in Einzelheilsitzungen dich in die Tiefe der Essenz deiner Seele begleitet. Ihre Website verlinke ich hier unten drunter. Alles Weitere ist dann deine Verantwortung. Und wenn du dir sagst, klingt ja gut, dann bietet sie für all diejenigen, die weiter entfernt wohnen, auch Online-Einzelheilsitzungen an. Also, du hast die Wahl. Schau einfach hier unten drunter. Ich hoffe, dieses Video hat dir etwas Inspiration gegeben und auch den Mut, dich deinen Schattenthemen zu widmen, die Masken zu entfernen und dein wahres inneres Selbst zu leben. Bis zum nächsten Video oder Podcast wünsche ich dir eine gute Zeit und sage an dieser Stelle Tschüss.